Hallo und willkommen bei der nächsten Ausgabe der Schlachtnacht. Das ist jetzt Video Nummer 3. 1, 2, 3, ja. Und der nächste Kandidat denkt ihr jetzt, ach du Scheiße, nein, wie kannst du dieses Modellauto zerlegen? Aber dazu gleich mehr. Es ist ein Audi Quattro Pikes Peak von Otto mit der Nummer 899 von 4000. 4000 hört sich erstmal wenig an, ist es aber nicht. 4000 ist eigentlich verdammt viel. Und auch nicht wirklich selten. Der hier kam jetzt auf den Schrott, weil hier einmal der Flügel vorne abgebrochen ist. Der Flügel hinten ist abgefallen. Die Scheiben lösen sich, oder sind schon komplett gelöst. Und sind dazu auch noch kaputt. Hier ist ein Riss und Kleber. Der Vorbesitzer hat anscheinend versucht, das Modellauto selber zu retten, hat es aber damit eigentlich vernichtet. Ja, das war's auch. Und der Decoy-Schaden unten an der Seriennummer. Die 4000 ist nämlich auch beschädigt. Und ich garantiere euch, dass hier ist noch Kleberflecke. Es werden nicht die letzten Mängel werden, die wir jetzt gleich finden. Preislich ist dieses Modellauto relativ stabil. Kostet so im Schnitt um die 100 Euro. Manchmal kriegt ihr mal billiger, aber das ist zwar natürlich eher selten, aber nicht unmöglich. Dieser Pikes Peak, der geht eigentlich noch vom Preislichen her. Schlimmer sind ja natürlich die hier diese europäischen Versionen von dem fetten Quattro, Sport Quattro. Die gehen natürlich weit über 100 Euro noch und noch mehr hinweg. Die gehen sogar fast über 200, glaube ich, sogar inzwischen weg. Der Pikes Peak komischerweise ist jetzt nicht so da Kracher. Obwohl ich den eigentlich cool finde, weil Pikes Peak, die Rennserie, die Rallye-Serie besser gesagt, die ist schon mega geil. Und aber hier in Europa ist nicht so wirklich gefragt. Wobei es gibt natürlich auch da wieder ein paar Modelle, die wie dieser Peugeot, dieses fette Teil da, die sind dann auch natürlich auch wieder ein bisschen beliebter, aber ansonsten eigentlich hält sich das noch in Grenzen mit Pikes Peak hier in Europa. So, ich mache hier jetzt gerade die Verbreitungen ab. Verspoilerung. Zack. Weil hier den werde ich nämlich komplett verwerten und so viel wie möglich retten. Noch mal die Heckscheibe geht auch ab. So. Die Schnellverschlüsse. Sind das überhaupt Schnellverschlüsse oder sind das Sicherungsbolzen? Das geht nicht raus. Schon ein geiles Teil. Also macht schon viel her. Also ich muss ehrlich zugeben, sehr imposantes Modellauto. Statt Rücklichter, also Glas, ist das nur ein Gitter. Und darunter sind die Birnchen schon. Cool. Also ich muss ehrlich zugeben, hier hat Otto sich definitiv Mühe gegeben. Wobei die Auflage mit 4000 Stück eigentlich ziemlich heftig ist. Hier fehlt das Lüftungsgitter. Fehlt es oder hat er gar keins gehabt? Der hat gar keins gehabt, okay. 4000 ist natürlich heftig viel, weil normalerweise produziert der Otto eigentlich immer nur so, ja, um die 2000, 1500 und 4000 ist natürlich brutal. Eigentlich ist das Doppelte, was sie sonst auf den Markt bringen. Wobei die Auflagen sich auch immer weiter erhöhen und trotzdem sind sie meist wieder ausverkauft. So. Gucken wir uns mal die inneren Werte an von diesem 100 Euro Modellauto. Und der Schlachtbank ist komplett voll, ne? Mein Platz für die XXL Schlachtnacht ist auch voll. Also da könnt ihr coole Felgen. Also es wird definitiv jetzt bald eine XXL Schlachtnacht wieder geben. Weil es ist komplett voll. Also ich glaube, da sind um die 10, 12 Modelle da.
Und ich muss Gas geben. Da kommt eine Ausstattung. Na, warum geht die nicht raus? Aha, aha. Ui. Schöne Innenausstattung, sogar mit Gurte. Nicht schlecht. Otto hat mal Gurte eingebaut. Ich hätte es von denen nicht erwartet. Gut, der Überrollkäfig ist jetzt von der G-Montage ein bisschen lose, aber sonst eigentlich ganz gut. Schönes Armaturenbrett, sehr spartanisch gehalten, richtig so. Ich weiß jetzt nicht, hier ist irgendein Schaden auf dem Lenkrad, irgendein Kleberrückstände. Cool, wir sind auch schon fast fertig. Türverkleidung. Jo, jetzt gehen wir uns an die Scheinwerfer und an den Kühlergrill dran. Zack, schon mal ein Scheinwerfer. Zack, der zweite. Okay, der Kühlergrill geht schon mal nicht raus. Der ist aus Resin und komplett mit der Karosse verbunden. Oh, wir sind auch schon fast fertig. Jetzt auch der Blinker raus. Diese Verbreiterung, die jetzt hier sieht, die Flügel hier vorne, die fetten Radkästen, das geht alles nicht ab. Das ist alles aus Resin und ist eins mit der Karosse. Das geht. Hier geht auch nichts mehr ab. Türgriffe hat er keine. Und das war es eigentlich auch schon. Mehr hat er nicht. Überschaubar. So, Fazit. Es ist ein schönes Modellauto. Ne? Gut, um die 100 Euro für ein Modellauto, wo nichts aufgeht, von Otto, was ursprünglich mal 79 Euro oder 69 Euro gekostet hat, ist natürlich eine ordentliche Wertsteigerung. Fahrer ist hier Walter Röhrl. Cool. Wusste gar nicht, dass der auch Pikes Peak gefahren ist. Krass. Und sehr schöne Verarbeitung. Man kann sich das Auto hier gönnen. Aber halt typisch Walter Röhrl wird auch hier definitiv irgendwann mal an Wert steigen. Also der ist ja schon an Wert gestiegen. Der ist ja von 70 auf 100. Mal mehr, mal weniger. Aber der wird wahrscheinlich irgendwann mal auch so die 200 Euro Marke knacken. Wie die anderen Audi Quattros von Otto. Die sind ja alle inzwischen um die 200 und manchmal auch so deutlich mehr. Was ich persönlich jetzt nicht so besonders finde, sind die Schnellverschlüsse hier auf der Haube. Auf der Haube und hinten auf dem Kofferraumdeckel. Da sind einfach nur so Foto-Ads-Teile. Das ist nicht so schön, aber mein Gott. Das war's. Sonst eigentlich im Großen und Ganzen ein schönes Modell. Alternative gibt es glaube ich noch von AutoArt. Ist zwar kein Pikes Peak, aber ein Audi Quattro Rally. Und ja, sonst kann man eigentlich nicht mal weiter so Großartiges dazu sagen. Schönes Modell, kann man sich gönnen. Halt. Ne? Je nachdem, wie man Bock drauf hat. So, das war's. Jetzt kommt noch ein Modell und dann habe ich Feierabend. Ciao, Freunde.